Hallo meine Freunde, hola Madridistas, wechselt Brahim Diaz nach Fenerbahce Istanbul? Was ist los mit Arda Güler? Wird er zum Bad Boy oder wechselt er zum Basketball? Ja, und dann auch noch leider ein ernstes Thema. Die Staatsanwaltschaft fordert 2,5 Jahre für Raúl Asensio. All das und noch viel mehr jetzt in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, von wegen Sommerloch. Ich glaube, so viele Themen wie heute in diesem Video habe ich noch nie in einem Video besprochen. Wobei ich zugeben muss, einige sind auch nur kleine Anekdoten. Aber ich habe mich gefreut, sie zu sehen und wollte sie mit euch teilen. Fangen wir erstmal mit dem ersten Thema an. Real Madrid Castilla, die erste Nachwuchsmannschaft von Real Madrid, hatte gestern ihr zweites Freundschaftsspiel. Zweites Spiel, zweiter Sieg für die Mannschaft von Álvaro Arbeloa. Er kann nicht besser in die Vorbereitung starten. Und man muss auch sagen, beide Gegner kamen übrigens aus der gleichen Kategorie, in der Real Madrid Castilla in dieser Saison spielen muss. Und beide Spiele waren bei schweren Gegnern auswärts. Trotz alledem gewinnt Real Madrid das erste Spiel 5:0. Gestern in Ferrol hat Real Madrid Castilla mit 2:1 gewonnen. Und man muss sich langsam über einen Stürmer unterhalten, der anscheinend auch bei der ersten Mannschaft anklopft, nämlich Rachat Fetal. Gestern mit einem wunderschönen Tor. Der Laufweg steht alleine vom Tor mit links, chippt den ins lange Eck. Ganz tolles Tor. Und man muss sagen, der Junge hat anscheinend Potenzial. Vielleicht darf er mal bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Toller Eindruck von diesem Jungen. Wer mich auch beeindruckt hat, und zwar nicht nur mich, sondern viele, ist Jesus Fortea. Dieser rechte Verteidiger, von dem ich euch schon seit einem Jahr erzähle, hat unter Álvaro Arbeloa den perfekten Trainer für seinen Fußball gefunden. Sehr offensiv, Dauerdruck, nonstop, als wenn er ein rechter Flügel wäre. Es hat echt Spaß gemacht, was für eine Power dieser Junge hat. Und wenn man den so Fußball spielen sieht, kann man sich nur an den Kopf greifen und nicht verstehen, warum er letztes Jahr, als wir nur Lucas Vázquez hatten, nicht eine Einsatzminute in der ersten Mannschaft hatte. Naja, wie dem auch sei, Gott sei Dank ist dieses Kapitel vorbei. Und zu guter Letzt dürfen wir kein Spiel von Real Madrid Castilla kommentieren, ohne auch Joan Martínez zu erwähnen. Álvaro Arbeloa hat das gleiche gemacht wie im ersten Spiel, hat ihn wieder von Anfang an spielen lassen, um ihm seine Wichtigkeit zu zeigen. Diesmal hat er ihn nach 32 Minuten ausgewechselt. Letztes Mal war es nach 20, dieses Mal nach 32 Minuten. Joan Martínez kommt immer weiter rein. Man sieht, dass er noch vorsichtig ist in einigen Bewegungen, aber der hatte gestern einen Sprung nach einem Kopfball. Meine Güte, wie hoch kann der Junge zur Luft steigen? Also, ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Junge und Álvaro Arbeloa geht das Ganze sehr vorsichtig an. Wir wollen auf keinen Fall, dass die nächste Verletzung kommt. Ja, das war es zu dem Spiel von Real Madrid Castilla. Kommen wir jetzt zu eins der Hauptthemen, Brahim. Gestern habe ich von euch in den Kommentaren die Frage bekommen, nicht nur in den Kommentaren, auch per Discord, wie sieht's aus? Fenerbahce Istanbul ist an ihm interessiert. Ich war sehr verwundert, weil ich euch vor 2-3 Wochen erzählt hatte, er steht kurz vor einer Vertragsverlängerung und das Ganze wurde heute auch nochmal bestätigt. Doch bevor das bestätigt wurde, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Brahim. Unser marokkanischer Nationalspieler wird heute 26 Jahre. Das heißt, eigentlich stehen die besten Fußballjahre noch vor ihm. Ja, und auch ein Fabrizio Romano hat das heute gepostet, wie ihr lesen könnt. Ein Brahim hat alle Bedingungen von Real Madrid angenommen. Der Vertrag steht kurz vor der Unterzeichnung. Brahim hat klargestellt, er möchte nur nach Real Madrid. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ein Brahim in Fenerbahce, ich persönlich glaube, der würde die türkische Liga auseinanderschießen. Aber jetzt nimmt es mir nicht übel, liebe Fenerbahce-Fans. Ich glaube, sollte ein Brahim ein Real Madrid verlassen mit 26, ich glaube, da hat er noch andere Aufgaben in seiner Fußballkarriere als Fenerbahce und die türkische Liga. Nichts gegen Fenerbahce, aber ich glaube, die türkische Liga bis auf Galatasaray und Fenerbahce hat einfach nicht genug Niveau für einen Brahim. So, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht zu viele Beleidigungen in den Kommentaren. Ja, also wie gesagt, Fenerbahce, nein.
Brahim wird bei Real Madrid verlängern, auch von Fabrizio Romano bestätigt. Kommen wir dann zum nächsten offensiven Mittelfeldspieler. Gestern haben wir darüber geredet, dass er im Flugzeug sitzt, Franco Mastantuono, und er ist gut gelandet. Befindet sich bereits in Madrid, unterschreibt die ersten Autogramme, die ersten Trikots für die Fans von Real Madrid und auch da die neuesten Informationen, wie ich es euch schon gesagt habe. Auch er soll morgen, Montag, mit der Vorbereitung in Valdebebas anfangen, also auf dem Trainingsgelände von Real Madrid, auch mit den Physios von Madrid, allerdings getrennt von der ersten Mannschaft. Madrid möchte keinerlei Risiko eingehen, dass es da zu irgendwelchen Konflikten kommt. Er wird sich alleine vorbereiten, die nächsten 10 Tage, ein spezifisches Training. Bin ich gespannt, wie dieser Diamant geschliffen wird. Ja, und kommen wir jetzt, bleiben wir bei Diamanten, die geschliffen werden, kommen wir zu Arda Güler. Also, da ist nichts Wichtiges passiert, macht euch keine Sorgen. Aber ich fand es schon interessant, denn zunächst einmal hat Arda Güler dieses Foto gepostet, wo ich dachte, oh, das passt irgendwie gar nicht zu Arda, dass der sich so postet irgendwie, fand ich ganz amüsant. Und dann kam auch noch das Foto mit Jennifer Lopez. Aber macht euch keine Sorgen, auch die Freundin von Arda Güler wird dabei. Aber ich dachte, was ist los mit meinem kleinen Arda? Wird der etwa zum Bad Boy, wo der Selfies postet mit einem Sixpack und dann ein Foto mit Jennifer Lopez? Ja, und dann, wenn ihr denkt, es gibt nichts Besseres, es kann nicht getoppt werden, ein Foto von Jennifer Lopez und Arda Güler. Ja, achtet mal drauf, was Arda Güler bitte hier auf dem Basketballplatz macht. What? Wer ist Steph Curry? Meine Güte. Also, wenn die Basketballabteilung von Real Madrid mal Hilfe braucht, würde ich sagen, Arda, zieh dir die Basketballshorts an, das Basketballtrikot. Was? Wie geht das? Also, wie gesagt, diese 3 Punkte, alles an einem Tag gepostet, dachte ich, wie seltsam ist das Ganze. Naja, auf jeden Fall fand ich alle 3 Sachen sehr interessant und wollte sie mal mit euch teilen. Könnt ihr eure Meinung dazu ja in den Kommentaren lassen. Ja, und dann kommen wir zum ersten Teil dieses Videos, Raúl Asensio. Das habt ihr wahrscheinlich auch im Thumbnail gelesen. Die Staatsanwaltschaft fordert 2,5 Jahre. Ich habe dieses Thema schon sehr oft mit euch durchgekaut, was genau passiert ist, womit er was zu tun hatte, womit er gar nichts zu tun hatte. Aber man kann ja immer sagen, dass ich Madrid-Fan bin, dass ich eine Madrid-Brille aufhabe. Deshalb habe ich mir vorgenommen, diesmal, weil es ja wirklich ein juristisches Thema ist, dass ich gar nicht euch erzähle, was passiert ist, sondern zunächst einmal lese ich euch vor, was passiert ist. Und danach hat der Radiosender COPE auch für euch zusammengestellt, was passiert ist. Also, ihr hört euch jetzt 2 Informationsquellen an und beide bin ich. Am Ende gebe ich meine Meinung aber auch noch dazu. Die Staatsanwaltschaft fordert im Fall der Jugendspieler von Real Madrid eine Gefängnisstrafe von 2,5 Jahren für Asensio. Die Staatsanwaltschaft fordert für die 3 anderen Angeklagten fast 5 Jahre Haft, weil sie ihr sexuelles Zusammentreffen mit 2 Mädchen, darunter ein Minderjähriges, in einem Privatzimmer eines Hotels auf Gran Canaria aufgezeichnet und gesendet haben. Die Staatsanwaltschaft hat in dem auf dem Kanarischen Insel eröffneten Verfahren im sogenannten Fall der Jugendspieler von Real Madrid Anklage erhoben, in den auch der Verteidiger der ersten Mannschaft Raúl Asensio verwickelt ist. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Spieler 2,5 Jahre Haft und für seine 3 anderen ehemaligen Teamkollegen 4 Jahre und 7 Monate. Die Staatsanwaltschaft wirft Asensio 2 Straftaten gegen die Privatsphäre der beiden Mädchen vor, die an dem einvernehmlichen sexuellen Akt beteiligt waren. Den anderen Spielern wird zudem die Verbreitung von vorgeworfen, da eins der Mädchen minderjährig ist. In der Anklageschrift heißt es, dass diese 3 Spieler, die Real Madrid nach diesen Vorfällen verließen, besser gesagt rausgeschmissen wurden, in einem Privatzimmer eines Hotels auf den Kanarischen Inseln einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit 2 Mädchen hatten. Dieser sexuelle Verkehr wurde aufgezeichnet und ohne deren Zustimmung an Dritte weitergegeben. Einer der Angeklagten war zu dem Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt, die andere 16. Asensios Fall ist anders, da er nicht an dem sexuellen Akt teilnahm, sondern lediglich das Video anforderte, um es einem Freund zu zeigen. Anschließend löschte er den Inhalt sofort wieder. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass dieses Verhalten nicht ungestraft bleiben kann und ebenfalls eine strafrechtliche Verfolgung rechtfertigt. Diese jedoch nicht so schwerwiegend sein kann wie die der anderen 3 Angeklagten.
Wie gesagt, bevor ich zu meiner Meinung komme, hören wir mal an, was für die Informationen von Cadena SER war das gestern noch war. Ein weiteres Thema, das mit Real Madrid zu tun hat, ich wollte es in dieser ausführlichen Titelseite von El Arguero ansprechen, betrifft Asensio und 3 weitere Spieler, über die wir heute Nachmittag auch schon bei Karussell berichtet haben. Sie werden schließlich vor Gericht gestellt wegen der Verbreitung und Aufnahme eines nicht einvernehmlichen Sexvideos, in dem Bilder einer Minderjährigen enthalten waren. Pedro Jiménez, unser Kollege aus der Gerichtsredaktion, guten Abend. Wie ist der Stand der Dinge im Moment? Wie geht's, Manu? Guten Abend. Nun, die Sache steuert auf einen Prozess zu, denn der Richter hat die Ermittlungen für abgeschlossen erklärt und wirft 3 Straftaten vor, ja? Die sowohl für Raúl Asensio als auch für die 3 anderen Nachwuchsspieler von Real Madrid Haftstrafen nach sich ziehen. Es handelt sich um die Straftaten, ohne Einwilligung diese sexuelle Begegnung gefilmt zu haben, die diese 3 Nachwuchsspieler mit 2 Mädchen hatten, um das Video dann unter ihren Kontakten zu verbreiten und schließlich um Kinder, weil eine der beiden unter 18 war. Im Beschluss heißt es, Manu, dass die 3 Fußballer, die 3 Nachwuchsspieler Fotos von den Mädchen gemacht haben, als diese oben ohne waren, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit ihnen hatten und dass diese Begegnungen gefilmt wurden. Als die Mädchen sie erwischten und sie baten, die aufgenommenen Videos zu löschen, taten sie das angeblich, aber dem war nicht so, denn die Fotos und Videos kursierten weiterhin in WhatsApp-Gruppen dieser 3 Nachwuchsspieler und gelangten auch persönlich an deren Kontakte. Das sind die Gründe, warum diese 3 Nachwuchsspieler auf die Bank gesetzt werden. Aber im Fall von Raúl Asensio ist es tatsächlich anders, denn er nimmt weder an dem sexuellen Kontakt teil, noch verschickt er Videos. Das Einzige, was er getan hat, war, in einem bestimmten Moment einen der anderen 3 Kollegen, mit denen er dort auf Gran Canaria im Urlaub war, darum zu bitten, weil er es einem Freund zeigen wollte, der gerade eines der Mädchen kennenlernte. Und für Richter Manu reicht das aus, um ihn ebenfalls auf die Anklagebank zu setzen, zusammen mit allen Anklagepunkten, die auch für die anderen Spieler erhoben werden. Ich betone, es handelt sich um Straftaten, die mit Freiheitsstrafen geahndet werden. Ja, ihr habt es jetzt von 2 verschiedenen Quellen gehört. Und viele von euch werden sich jetzt denken, das ist ja genau das, was Mario uns hier schon seit einem halben Jahr erzählt. Trotzdem war es mir nochmal wichtig, euch zu zeigen, dass ich hier keine Fantasiegeschichten erzähle, sondern dass das tatsächlich die Tatsachen sind. Raúl Asensio hat keines dieser Mädchen jemals berührt. Er war nicht im gleichen Zimmer. Er hat keine Videoaufnahmen gemacht. Er hat diese Nachrichten nicht versendet. Er hat nicht in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen sich über diese Mädels lustig gemacht. Nein. Hat er trotzdem einen Fehler gemacht? Ja. Wochen nachdem das passiert ist, hat ihm ein Freund von diesem Mädel gebeten, was hat meine Freundin gemacht? Zeig es mir. Da hat er einen dieser 3 Jungs angeschrieben und gesagt, schick es mir per Instant WhatsApp, dass das sofort wieder gelöscht wird. Und wir können ja noch nicht einmal sagen, ob Raúl Asensio diese Szenen überhaupt selber gesehen hat. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der Freund sehen will, was seine Freundin da gemacht hat, dass er das nicht Raúl Asensio präsentiert hat, sondern dass er das für sich selber angeschaut hat. Aber das sind jetzt Theorien. Wie dem auch sei, ein Raúl Asensio wird also dafür bestraft, dass er einem Bekannten helfen wollte. Und Leute, jetzt bin ich über 40. Jetzt weiß ich natürlich, dass so etwas nicht mal für eine Sekunde auf der Nähe meines Handys jemals überhaupt was zu suchen hat. Aber ich kann mich hier nicht hinstellen und sagen, dass ich mit 18, 19, 20, dass ich nicht vielleicht den gleichen Fehler wie ein Asensio begangen hätte, um einem Kumpel zu helfen. Und dafür 2,5 Jahre, dafür, dass man ein Video per Instant WhatsApp einmal einem Kumpel gezeigt hat. Ich sage es jetzt nicht, weil er Spieler von Real Madrid ist. Es wäre zurzeit so einfach wie nie, auf Raúl Asensio zu verzichten. Der hat die 3 schlechtesten Spiele seiner Karriere hinter sich. Also jetzt könnte ich sagen, wir brauchen den eh nicht, Madrid verkauft den. Aber mein Gerechtigkeitssinn sagt mir einfach, dass das nicht im Verhältnis steht. 2,5 Jahre für die Situation bei dem 18-, 19-, 20-Jährigen, der natürlich da noch nicht so reif sein kann. Naja, wie dem auch sei, wir haben gehört, Real Madrid arbeitet an einem Deal mit der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft scheint anscheinend nicht interessiert zu sein. Die wollen das hart verfolgen mit 2,5 Jahren. Und versteht mich nicht falsch, generell bin ich bei solchen Taten immer für harte Strafen, wenn es vor allem um Kinder geht. Sowas zerstört Leben. Aber es ist ein Unterschied, was die anderen 3 gemacht haben, als was Asensio gemacht hat.
Und die anderen 3 von mir aus 5 Jahre, die sollen daraus lernen, sowas gehört in der Gesellschaft, gehört sich das nicht. Ich habe selber eine Tochter. Aber was Asensio gemacht hat, 2,5 Jahre. Ey Leute, vielleicht liege ich komplett daneben. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal dabei seid, lasst eure Meinung zu dem Rest des Videos in den Kommentaren. Wir haben uns unterhalten über Brahim, Mastantuono, über Arda Güler etc. Bin ich mal gespannt, was ihr so zu schreiben habt. Und ansonsten wollte ich mich nochmal bei euch bedanken. Wir haben die 11.000 Follower geknackt. Es war eine Riesenfreude für mich, als ich das heute Morgen gelesen habe. 11.000 Mal sage ich Dankeschön. Und jetzt arbeiten wir auf das nächste Ziel hin. Die 15.000 ist mein großes Ziel. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Dann gibt es auch wieder eine dicke Überraschung. Aber bis dahin, liken, teilen, kommentieren. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen wieder mit einer Menge Themen. Bis dahin.